Wir reden ja auf diesem Kanal vielfach über die Auswanderer, um das Thema Auswandern, aber in diesem Video wollen wir uns einmal mit den Zurückgebliebenen befassen. Also mit jenen, deren Familienmitglieder ausgewandert sind und die dann zurückbleiben in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und dann ohne ihre lieben Angehörigen hier weiterleben. Was hat das für Konsequenzen? Wie geht man mit dem Trennungsschmerz um? Wie pflegt man weiter den Kontakt? Wie stellt man sicher, dass die Beziehung weiter aufrechterhalten wird? Um diese Themen soll es einmal in diesem Video gehen. So, Christine, ich danke dir. Christine aus der Schweiz hat uns hier vorgeschlagen, einmal zu diesem Thema ein Video zu machen. Die Daheimgebliebenen, das Alltagsleben ohne den oder die Ausgewanderten, Trauer, Abschied, Schmerz, Vermissen, Kontaktpflege, Kommunikation, Besuche, Hoffnungen, Befürchtungen von Eltern, Geschwistern und Freundeskreis. Vielen Dank, Christine, nochmals hier für diese Zusendung. Wir werden gerne dazu ein Video machen. Das ist ein Thema, was ja sehr viele auch tatsächlich betrifft. Fast alle Videos hier auf diesem Kanal basieren letztlich auf Wünschen wie diesem hier von Christine und natürlich aus konkreten Erfahrungen in der Beratungspraxis, ganz klar. Aber alle Videos, die wir machen, haben im Grunde genommen einen konkreten Bezug. Das ist hier nicht irgendwelches theoretische Wissen, was wir irgendwie zusammenkratzen im Internet, sondern es gibt dazu immer einen konkreten Anlass und vielfach eben Zuschriften, die wir erhalten hier von Zuhörern, von Zuschauern, wie jetzt zum Beispiel hier Christine. Ich möchte auch dich gerne einladen, uns deine Ideen zuzusenden. Perspektiveausland.com ist unsere Webseite. Da steht in der Fußzeile eine E-Mail-Adresse und da gibt es auch ein Formular, wo du ein Thema bzw. einen Gast vorschlagen kannst. Also, wenn du ein interessantes Thema hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns hier schreibst. Wir können dir nicht versprechen, dass wir dazu ein Video machen. Wir bekommen dafür zu viele Zuschriften. Aber wenn es ein Thema ist, das für viele interessant ist, wie das hier, was Christine vorgeschlagen hat, dann machen wir das natürlich gerne. So, aber nun zu unserem Thema. Grundsätzlich ist es ganz sicherlich so, dass die Familie einer der wichtigsten Gründe ist, warum Mandanten nicht auswandern. Wir führen ja sehr viele Gespräche. Ich führe sehr viele Gespräche, hunderte Gespräche im Jahr, ich würde sagen über 1000 Gespräche im Jahr mit Auswanderungswilligen, vielfach Unternehmer, Investoren, Privatiers, Freiberufler, die sich tatsächlich sehr intensiv mit dem Thema Auswandern beschäftigen. Aber natürlich wandern von diesen Personen dann nicht alle aus. Und wenn man sich die Gründe anschaut, warum sie nicht auswandern, dann steht ganz klar die Familie hier an oberster Stelle. Genau die Gründe hier, die Christine eigentlich auch angesprochen hat. Man kann sich einfach nicht vorstellen, ein Leben zu führen, weit weg dann hier von den Eltern zum Beispiel oder von erwachsenen Kindern, die man hat oder vielleicht Enkelkindern oder generell seinem Freundeskreis. Das ist also meiner Erfahrung nach der häufigste Grund, warum das Auswandern scheitert und zum Teil auch im letzten Moment. Also wir hatten Mandanten, die hatten sich schon Visa besorgt, die hatten buchstäblich schon hier den Flug gebucht, vielleicht sogar schon eine Immobilie im Ausland gekauft und haben dann alles wieder abgesagt, weil sie es sich nicht vorstellen konnten, dann hier über diesen Trennungsschmerz dann hinwegzukommen. Also das ist etwas ganz Reales, natürlich auch etwas zutiefst Menschliches. Ja. Damit muss man tatsächlich sich auseinandersetzen, und zwar jeder Einzelne, wie man damit konkret umgehen will. Ich würde sagen, dass es schwieriger wird, je älter man ist. Das ist ganz klar. Ich persönlich, habe ich hier schon vielfach gesagt, habe Deutschland verlassen, als ich noch sehr jung war, Anfang 20. Da denkt man noch nicht groß über diese Dinge nach. Ich bin ja auch dann zuerst mal in die Schweiz umgezogen. Meine Familie, also meine Eltern und Geschwister, haben gerade hier auf der anderen Seite der Grenze gewohnt. Also ich war trotzdem da noch nah dran. Das hat es natürlich, ehrlich gesagt, dann relativ einfach gemacht. Aber dann später sind wir dann nach UK und von dort in die USA und in andere Länder ausgewandert. Das war dann schon, wie gesagt, etwas anderes, ganz klar. Also Alter spielt sicherlich eine ganz wichtige Rolle. Je älter man ist, desto schwieriger kann es natürlich sein, hier dann ins Ausland zu gehen. Desto mehr Vorbehalte hat man. Man hat ja auch dann schon viel mehr erlebt im Leben. Jeder, der etwas älter ist, hat auch tatsächlich Lebenskrisen erlebt, wahrscheinlich schwere Krankheiten, eine Trennung, Tod eines Angehörigen und solche Dinge. Und da wird man natürlich dann auch schon nachdenklicher und auch vorsichtiger, vielleicht auch ängstlicher. Ja. Neben dem Alter gibt es aber natürlich auch noch andere wichtige Kriterien hier, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal die Beziehung, die man auch zu seiner Familie hat.
Manchmal ist diese enger, manchmal ist diese nicht so eng, manchmal ist diese zerworfen, in vielen Fällen natürlich auch nicht. Das heißt, je weniger eng die Beziehung eigentlich ist hier zur Familie, desto einfacher wird das Auswandern dann auch und desto einfacher wird es natürlich dann auch für die Zurückgebliebenen, mit dem Thema Auswanderung ihrer Angehörigen umzugehen. Ein drittes Kriterium ist sicher der Ort, an den man dann tatsächlich auswandert. Wenn man jetzt nur innerhalb Europas auswandert, ich hatte ja gerade hier von der Schweiz gesprochen, dann ist es natürlich relativ einfach hier weiterhin in Kontakt zu bleiben, mit dem Auto mal über die Grenze zu fahren, jemanden besuchen zu gehen, an Familienfeiern teilzunehmen und so weiter und so fort. Das ist nicht besonders schwierig. Wohnt man dagegen natürlich in Lateinamerika oder Australien oder Neuseeland, dann sieht es natürlich dann schon wirklich anders aus. Ein weiteres Kriterium in diesem Zusammenhang ist eigentlich die Frage, wie ich mich selbst sehe. Wie ist meine Berufung, sage ich jetzt mal, wie sehe ich mich im Familienzusammenhalt? Ist jetzt meine Aufgabe zum Beispiel, dass ich hier in der Nähe der Eltern der Familie lebe, weil der Familienzusammenhalt wichtig ist, habe ich dazu sagen eine moralische Verpflichtung dazu oder auch nicht. Wir kennen das vielfach aus Ländern in Südamerika oder auch Asien, dass da eine sehr starke Verpflichtung besteht. Vor allen Dingen muss man sagen, vielfach hier bei weiblichen Familienmitgliedern sich dann hier um ältere Familienmitglieder, Eltern, Tanten und so weiter zu kümmern. Und da kann man nicht so ohne weiteres dann weg, während junge Männer ohne weiteres hier ins Ausland geschickt werden, um dort zu arbeiten von den Familien. Ja. Das heißt also, mein eigenes Selbstverständnis, mein eigenes Rollenverständnis, meine eigene Funktion in dem Familienzusammenhalt ist dann hier eben auch ein weiteres Kriterium. Dann der letzte Punkt, der hier in diesem Zusammenhang noch zu nennen ist natürlich, wie nachhaltig ist diese Auswanderung wirklich? Wandere ich jetzt in irgendein fernes Land aus, weil ich dort irgendjemand kennengelernt habe und ich mache das so Hals über Kopf überstürzt, ohne jetzt hier tatsächlich auch eine wirtschaftliche Grundlage zum Beispiel zu haben? Oder hat das wirklich gute wirtschaftliche Gründe? Also kann ich zum Beispiel sagen, ich gehe nach Dubai, dort zahle ich dann 10 Jahre keine Steuern, verdiene jede Menge Geld, baue Vermögen auf, von dem auch die Familie profitiert und ziehe danach wieder zurück nach Deutschland oder wohin auch immer, dann ist das sicherlich irgendwo rationaler zu verstehen und auch zu erklären. Aber Eltern machen sich ja gerade dann Sorgen letztlich, wenn sie meinen, dass zum Beispiel ihre Kinder ins Ausland umziehen und sich da einem hohen Risiko aussetzen. Ja? Sei es dem Risiko jetzt, dass sie dort finanziell stranden oder eben todunglücklich werden, zum Beispiel in einer Beziehung. Ja, also das heißt, wie vernünftig der Auswanderer plant, ja, ist hier ein weiterer Punkt, wie einfach dann eigentlich das Ganze hier für die Zurückgebliebenen zu handhaben ist. Aber wenn man eben all diese Punkte zusammenfasst und auf den Punkt bringt, die ich gerade eben genannt habe, dann muss man schon natürlich sagen, dass ja, dieser Trennungsschmerz ist natürlich tatsächlich real. Der ist wirklich eine Realität. Das ist wirklich etwas, was hier auch Leiden verursacht. Aber meiner Erfahrung nach ganz oft spielen sich diese Dinge alleine im Kopf ab. Ja, das ist nicht real, diese Dinge. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja überall hinfliegen kann, ist es eigentlich ziemlich einfach, den Kontakt mit der Familie hier weiter aufrechtzuerhalten. Vielfach ist es eben schwierig, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ja, also zum Beispiel die Familie, die erwachsenen Kinder ziehen ins Ausland um. Die Eltern bleiben zu Hause, sind dann vielleicht auch schon im Ruhestand. Wer sagt zum Beispiel, dass die Eltern hier ihre Kinder im Ausland nicht besuchen können für mehrere Monate? Ja, eben für mehrere Monate. Ja. Also was würde dagegen sprechen, insbesondere wenn man schon im Ruhestand ist? Ja. Aber dann bestehen eben Ängste bei den Eltern und sie wollen nicht so viel reisen, sie wollen nicht so viel weg sein oder sie machen sich zum Teil auch irrationale Sorgen. Funktioniert das denn wirklich, wenn ich da im Ausland bin und das lange Fliegen und ist dieses Land sicher und so weiter und so fort. Also vielfach einfach vorgeschobene Gründe. Ich kenne solche etliche Fälle, wo jetzt hier die Kinder ausgewandert sind, also als sie natürlich schon erwachsen waren und dann den Eltern angeboten haben, mit ins Ausland zu gehen, dort für die Eltern vielleicht sogar eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, eine Einlegerwohnung im eigenen Haus, wo man dann auch Dinge wie Pflege und Betreuung in Zukunft sicherstellen konnte, aber vielfach wollen das die Eltern dann natürlich nicht, weil sie sagen, naja, ich habe ja auch hier meinen Freundeskreis etc. Natürlich, das kann man verstehen, ja, aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist dieser Familienzusammenhalt wirklich? Ein anderer Aspekt,
den ich vielfach finde, ist, wie viel Zeit willst du wirklich mit deiner Familie verbringen? Ja, mir ist schon klar, es gibt jetzt sehr enge Familien, da wohnt die ganze Familie, auch wenn die Kinder erwachsen sind, nur mit Enkelkindern und allem, in einem Ort, in einer Stadt im Umkreis von 5 Kilometern. Aber es gibt auch andere Familien, wo der eine Teil in Hamburg wohnt, der andere Teil wohnt in München und man sieht sich sowieso nur 5-mal im Jahr, jeweils für ein paar Tage. Und ob du jetzt in Hamburg wohnst oder ob du jetzt in New York wohnst, ist im Grunde genommen dann egal. 5-mal im Jahr kannst du dich trotzdem treffen. Also auch hier im Grunde genommen ist die Sorge nicht wirklich rational, sondern die Entfernung fühlt sich einfach dann weit an und man macht sich Sorge, dass dann diesbezüglich etwas verloren geht, was man aber schon heute eigentlich sowieso nicht mehr hat. Ich glaube, da das Wichtigste, Christine, und jetzt komme ich hier direkt zu deiner Frage, für die Zurückgebliebenen ist eine positive Einstellung zu der Auswanderung zu haben. Ja? Denn wenn sich ein Kind oder ein anderes Familienmitglied so etwas mal in den Kopf gesetzt hat, dann ist es natürlich schwierig, sie davon abzuhalten und man sorgt ja dann im Grunde nur für zwischenmenschliche Frustration, wenn man dann versucht, hier sie davon abzuhalten. Und wenn man den Kindern sehr lautstark verkündet, wie stark man jetzt darunter leidet, ja, unter dieser Auswanderung. Ja. Also das Beste ist meiner Meinung nach positiv zu sein, auch wenn man es vielleicht nicht verstehen kann, warum jetzt die erwachsenen Kinder ins Ausland gehen, auch wenn man sich Sorgen macht, dass der Kontakt abbricht oder dass man weniger Kontakt hat. Klar wird man natürlich weniger Kontakt haben, vielleicht die Enkelkinder weniger sehen, wenn man hier einen sehr engen Kontakt gewöhnt ist. Aber wie gesagt, wenn man positiv ist und im Grunde ich will das Beste daraus machen und dann sagt, okay, dann heißt das vielleicht auch für mich, dass ich mein Leben umstelle und sage, okay, ich öffne jetzt hier auch mal noch meinen eigenen geistigen Horizont, ich werde es auch noch mal viel Zeit im Ausland verbringen, dann wird man im Grunde genommen sehen, dass man mit diesem ganzen Thema viel einfacher umgehen kann, insbesondere wenn natürlich wirklich hier handfeste, rationale, wirtschaftliche Gründe dahinter stehen und man sagt, das ist ja gut für meine Kinder, dass sie jetzt ins Ausland gehen, dass sie nicht mehr so hohe Steuern bezahlen müssen, dass sie tatsächlich Vermögen aufbauen. Vielleicht werden sie ja dann irgendwann wieder zurückkommen. Und über die modernen Kommunikationsmittel, die es ja gibt, hier, was weiß ich, WhatsApp, FaceTime und so weiter, müssen wir jetzt nicht sprechen. Das liegt ja sowieso auf der Hand, dass man das nutzt. Gerade dann, wenn die Familie im Ausland ist. Ja. So, und ich glaube, da kann man dann schon auch nachdrücklich sein. Ja. Es gibt ja vielfach bei Eltern und Kindern Beziehungen solche Rollenverteilungen, ja, also weiß ich, dass Kinder denken, es ist die Aufgabe meiner Mutter, dass sie mich anruft und wenn sie mich nicht anruft, dann rufe ich sie auch nicht an. Aber umgekehrt sagt die Mutter, naja, ich würde mir so sehr wünschen, dass mein erwachsener Sohn sich mal mehr bei mir meldet. Also da würde ich einfach offen in der Familie drüber kommunizieren, was dort letztlich die Erwartungshaltungen sind. Und dann es nicht so kompliziert machen, es einfach zu tun. Ja? Also wenn deine erwachsenen Kinder auswandern und du willst mit ihnen sprechen, dann ruf sie einfach an. Mach es nicht kompliziert. Mach dir keine Gedanken darüber, warum dich deine erwachsenen Kinder nicht anrufen. Vielfach steckt da natürlich keine böse Absicht dahinter, sondern du weißt ja, wie das ist, wenn man kleine Kinder hat, dann ist das Leben ziemlich busy und dann ist es nicht immer einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Also abschließend würde ich sagen, es gibt keinen Grund hier zu verzweifeln oder allzu sehr traurig zu sein. Tatsächlich lassen sich solche Beziehungen aufrechterhalten. Hier kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich würde sagen, dass ich auch mit meinen Eltern hier eine ziemlich enge Beziehung habe. Also ich spreche auch mit meiner Mutter eigentlich hier mindestens einmal pro Woche, manchmal sogar mehr. Natürlich würde sie sich auch wünschen, hier die Enkel öfter zu sehen. Aber wie gesagt, dann ist sie jetzt auch jemand, der nicht besonders gerne fliegt. Sie wäre ja hier jederzeit willkommen. Und das akzeptiere ich natürlich so, wie es ist. Aber wie gesagt, also vielfach entstehen Probleme auch einfach im Kopf, ja. Und man könnte die relativ einfach lösen. Aber wir sind eben Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und dann ist das einfach, wie es ist. Also ich würde jedem raten, der auswandern will, hier sich von solchen Dingen jetzt nicht allzu sehr aufhalten zu lassen, ganz ehrlich. Ja. Natürlich gibt es konkrete Aspekte, um die man sich kümmern muss, wenn die Eltern pflegebedürftig sind und so. Da kann man nicht einfach sagen, das geht mich nichts an, das ist ja völlig klar. Also das muss man organisieren und vielleicht muss man sagen, okay, wenn niemand anders hier die Pflege übernehmen kann, dann muss ich es vielleicht tun. Ja. Aber so die emotionalen Schranken, die im Kopf vielfach vorhanden sind. Davon würde ich mich jetzt nicht vom Auswandern abhalten lassen, ja, sondern da würde ich Wege finden, wie man das Ganze hier auf positive Weise organisieren kann. Dann lässt sich hier meiner Erfahrung nach ein sehr reicher und auch befriedigender
Austausch hier innerhalb der Familie sicherstellt. So, Christine, ich hoffe, dir mit diesen kleinen Tipps etwas geholfen zu haben. An alle, die zugehört haben, natürlich gerne schickt auch eure eigenen Vorschläge zu Themen hier ein. Wie gesagt, perspektiveausland.com. Dort findet ihr alle weiteren Infos. Ihr braucht E-Mail-Adresse oder Formular. Ich freue mich auf eure Zuschriften. Wenn auch ihr euch mit dem Thema Auswandern beschäftigt und es hierzu steuerliche oder organisatorische Fragen gibt, welches Land eignet sich besonders gut, welches Land ist steuergünstig, wo gründe ich eine Firma, wie mache ich das mit Bankkonten, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als es genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, auszuwandern, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.